Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich dieses traumhafte Kleid für euch entworfen und gehäkelt. Der Grundschnitt ist absolut gerade, die angeschnittenen Ärmel habe ich zu sanften, topmodischen Puffärmeln gerafft und den krönenden Abschluss bildet die prachtvolle Rüsche am Rocksaum. Das Kleid ist einfach und in verschiedenen Größen nachzuarbeiten. Eine Portion Fleiß braucht ihr natürlich schon dafür. Ich habe das Kleid von oben nach unten mit 3 Bobbeln von Sabine Helfers Meine Bobbelträumerei gearbeitet. Bitte beachtet unbedingt die verschiedenen Lauflängen pro Bobbel für die verschiedenen Größen. Genaue Angaben findet ihr wie immer am Anfang des Videos, sowohl auf der Materialseite als auch bei der Vorstellung der Bobbels. Bitte schaut euch beides genau an. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Häkeln. Für dieses Kleid habe ich 3 vierfädige Bobbel von Sabine Helfers Meine Bobbelträumerei verarbeitet, und zwar 2 Stück mit dem Namen Romantik Jeans und einen mit dem Namen Sand Jeans. In der nächsten Einstellung findet ihr die benötigten Lauflängen für eure Größe. Ihr könnt die Bobbel genau mit diesen Angaben bei Sabine bestellen. Ich habe zum Beispiel für die Größe 4042 haargenau 3x1000 Meter verbraucht. Ich empfehle euch aber für dieselbe Größe 3x1100 Meter zu bestellen, damit ihr eine Reserve habt. Denn auch bei gleicher Größe kann es zu Abweichungen kommen. Auch bei den anderen Größen ist eine Reserve mit eingerechnet. Die angebotene Farbauswahl lässt keine Wünsche offen und bleibt euch natürlich völlig überlassen. Vielen lieben Dank an Sabine Helfer, die mir diese Bobbels zur Verfügung gestellt hat. Ihr findet Sabines Gruppe mit dem Namen Meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich, da einmal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Für dieses Kleid braucht ihr 3 Bobbel. Ich verwende 2 Bobbel mit dem Namen Romantik Jeans von Meine Bobbelträumerei. So gewickelt, innen das Rosa und außen das Blau, beide gleich gewickelt, und einen Bobbel mit dem Namen Sand Jeans. Hier ist das Blau innen und außen ist er beige, und da braucht ihr einen. Und für die verschiedenen Größen braucht ihr verschiedene Lauflängen, und genaue Angaben zum Verbrauch findet ihr auf der Materialseite direkt vor dieser Einstellung. Und ich beginne mit dem Bobbel Romantik Jeans, mit dem ersten, von innen nach außen, häkle eine Anfangsschlinge, häkle 2 Luftmaschen, und ganz wichtig, für die erste Reihe verwende ich eine Häkelnadel Nummer 3
und danach steige ich auf eine Häkelnadel Nummer 3,5 um. Ich habe 2 Luftmaschen gehäkelt. Jetzt drehe ich die erste um, sodass ich hier oben 2 Fäden habe und unten einen. Steche hier ein, hole den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. Steche wieder in den Querfaden ein, hole den Faden durch, masche nur eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2 in den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Immer in den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, einen Faden abmaschen und dann die restlichen 2. Gehäkelt wird hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 gemacht und ich mache für die Größe 4042 so eine Anschlagskette mit 90 cm. Die anderen Zentimeterangaben schreibe ich euch hin und wir brauchen eine gerade Maschenzahl. Und bei mir sind das 150 feste Maschen. Das kann euch als Richtwert dienen. Wie gesagt, ich mache ca. 90 cm. Von diesen 90 cm bzw. von den Zentimeterangaben, die ich euch hinschreibe, bleibt nicht die ganze Breite erhalten. Es werden im Verlauf der Häkelei einige Zentimeter weniger. Das ist aber bereits berücksichtigt. Ihr müsst also euch nur an die angegebenen Zentimeterangaben halten und eine gerade Maschenanzahl häkeln. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 150 feste Maschen angeschlagen. Bei mir sind das ca. 90 cm. Das kann bei euch auch anders sein. Wichtig ist, ihr braucht eine gerade Maschenzahl. Und jetzt kippe ich das Ganze, sodass die schönen Maschen oben sind. Und ganz wichtig, ich steige auf eine Häkelnadel 3,5 um. Und ich beginne mit 3 Luftmaschen, die zählen als Randstäbchen. Dann hole ich einen Umschlag. Diese erste Masche ist damit besetzt. Die nächste lasse ich aus und in die übernächste häkle ich ein Stäbchen und häkle dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Ich hole einen Umschlag, steche also quasi rückwärts in diese ausgelassene Masche ein, hole den Faden durch und häkle wieder ein Stäbchen. Das sind 2 überkreuzte Stäbchen. Ich hole einen Umschlag, lasse die nächste Masche aus und in die übernächste häkle ich ein Stäbchen, hole einen Umschlag und häkle das nächste Stäbchen in die ausgelassene Masche hinein. Das Ganze sieht so aus und ihr müsst in dieser ersten Reihe gut schauen, dass ihr nicht aus Versehen dieselbe Masche nehmt, wo schon ein Stäbchen drin ist, sondern immer die nächste, diese auslassen und in die übernächste kommt ein Stäbchen und dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Wie gesagt, hier gut schauen, diese ist schon besetzt, die nächste auslassen und in die übernächste
ein Stäbchen häkeln und dann sozusagen rückwärts in die ausgelassene Masche ein Stäbchen häkeln. Das sieht so aus und ihr könnt das am Ende der Reihe auch kontrollieren. Ich habe 150 feste Maschen angeschlagen. 2 brauchen wir am Anfang für das Randstäbchen und am Ende kommt wieder ein Randstäbchen. Das heißt, dann bleiben noch 148 Maschen und davon die Hälfte. So viele Grüppchen ergeben sich bei mir, also 74. Und so könnt ihr das kontrollieren. Und ich häkle die ganze Reihe hinüber. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende muss eine feste Masche noch übrig sein und in die kommt ein einzelnes Stäbchen. Das ist unser Randstäbchen und wir wenden die Arbeit und beginnen in der zweiten Musterreihe mit einer Luftmasche, häkeln gleich auf das allererste Stäbchen, also auf das Randstäbchen, eine feste Masche und dann auf jedes Stäbchen, das kommt, eine feste Masche. Und es muss sich dieselbe Anzahl fester Maschen ergeben, die ihr auch in der Anschlagsreihe hattet. Bei mir also 150. Und ich häkle die Reihe hinüber und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Ganz wichtig ist, dass ihr in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens die letzte feste Masche häkelt und zwar wirklich in die dritte Luftmasche, nicht weiter unten einstechen, sonst wird dieses Stäbchen hier zu kurz und der Rand zieht sich zusammen und das ganze Häkelteil wird mit der Zeit schief. Also unbedingt in die dritte Luftmasche einstechen und diese feste Masche nicht vergessen. Ihr müsst wieder auf dieselbe Anzahl kommen wie hier unten. Und wir wenden wieder. Und diese beiden Reihen waren schon der Mustersatz. Das Ganze ist also einfach. Der Mustersatz besteht nur aus diesen 2 Reihen. Und ich zeige euch beide Reihen noch einmal. Die Hinreihe beginnt mit 3 Luftmaschen und besteht aus überkreuzten Stäbchen. Diese erste Masche ist schon besetzt, die nächste lassen wir aus und auf der übernächsten beginnen wir mit den überkreuzten Stäbchen. Und auch hier muss sich immer dieselbe Anzahl ergeben. Und in dieser Reihe sieht man es schon besser, wo die überkreuzten Stäbchen hingehören. Und wie gesagt, immer schauen, dass die Anzahl gleich bleibt. Und ich häkle die Reihe wieder hinüber und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen. Am Ende bleibt immer eine feste Masche übrig und da häkeln wir unser Randstäbchen hinein. Und wir wenden wieder und die Rückreihe ist die Reihe mit den festen Maschen. Die beginnt mit einer Luftmasche
und einer festen Masche gleich in das Randstäbchen hinein und dann auf jedes Stäbchen, das kommt, eine feste Masche. Und das mache ich wieder die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und auch hier ganz wichtig, die letzte feste Masche kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Die dürfen wir auf keinen Fall vergessen, sonst stimmt die Maschenzahl nicht mehr. Und wie gesagt, hier immer in die dritte Luftmasche, nicht weiter unten einstechen. Und diese beiden Reihen, das waren wie gesagt die beiden Musterreihen, die werden jetzt stets wiederholt. Das Teil ist schon ein bisschen schmäler geworden. Ich würde sagen 4 bis 5 cm, das spielt überhaupt keine Rolle, denn am Ende kommen hier noch Ärmel dran und mit denen bestimmen wir erst die endgültige Länge der Ärmel, also macht euch keine Sorgen, wenn das jetzt ein bisschen schmäler geworden ist. Und wir wiederholen jetzt diese beiden Musterreihen so lange. Für die Größe 40-42 mache ich ca. 25 cm. Die anderen Größen schreibe ich euch hin und ich ende mit einer Reihe fester Maschen, also mit einer Rückreihe. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe mein gewünschtes Maß erreicht, bzw. mein benötigtes Maß. Bei mir sind das 16 solche Mustersätze und jetzt häkle ich hier noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Jetzt häkeln wir den unteren Teil des Kleides dran. Und dazu sind einige Vorbereitungen notwendig, die werde ich jetzt treffen und dann erkläre ich euch im Anschluss, was ich gemacht habe und wie ihr das machen müsst. Willkommen zurück, ich habe folgende Vorbereitungen getroffen für die Größe 40-42, die anderen Maße schreibe ich euch hin. Zunächst habe ich alle Gruppen gezählt, also alle über die ganze Breite. Bei mir sind das 74 solche Zweiergruppen. Dann habe ich genau in der Mitte einen Maschenmarkierer angebracht. Die Mitte kann entweder eine Lücke sein, so wie bei mir. Es kann auch eine Gruppe sein, wenn ihr eine ungerade Anzahl an Gruppen habt. Dann setzt ihr den Maschenmarkierer in die Gruppe hinein und ihr müsst schauen, dass auf beiden Seiten gleich viele Gruppen sind. Bei mir sind also auf beiden Seiten 37 Gruppen. Und hier in der Mitte genau habe ich den Maschenmarkierer gesetzt und ab der Mitte messt ihr das angegebene Maß für eure Größe hinüber auf beide Seiten. Bei der Größe 40-42 sind das ca. 27 cm. Setzt wieder auf beiden Seiten einen Maschenmarkierer und zur Kontrolle zählt ihr noch, dass hier auf beiden Seiten gleich viele Gruppen übrig sind. Und dann habt ihr genau die Breite des Kleides ermittelt und dann den mittleren können wir dann herausnehmen, den brauchen wir dann nicht mehr. Und beim ersten Maschenmarkierer
schaut ihr, dass ihr genau über der Zweiergruppe beginnt. Hier stechen wir ein, holen den Faden durch, machen einen Knoten hinein, stechen noch einmal in dieselbe Masche ein, holen den Faden durch, häkeln 3 Luftmaschen. Das zählt bereits als erstes Stäbchen, damit ist diese erste Masche besetzt und dann häkle ich immer eine feste Masche, ein Stäbchen, eine feste Masche, ein Stäbchen und so weiter, immer abwechselnd eine feste Masche und ein Stäbchen, und das mache ich bis zum anderen Maschenmarkierer hinüber und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin auf der anderen Seite angekommen. Den Maschenmarkierer habe ich herausgenommen. Ganz wichtig ist, wir enden mit einer festen Masche. Wir brauchen hier eine gerade Maschenanzahl. Wir haben mit einem Ersatzstäbchen begonnen und enden mit einer festen Masche und kontrolliert hier noch einmal nach. Es müssen auf beiden Seiten gleich viele Gruppen für die Ärmel übrig bleiben. Und dann wenden wir die Arbeit und jetzt häkeln wir praktisch dieselbe Reihe immer wieder und gleichen dadurch immer den Höhenunterschied wieder aus. Wir beginnen also wieder mit 3 Luftmaschen und jetzt ist die nächste Masche, die kommt ein Stäbchen und da kommt eine feste Masche drauf und auf die feste Masche kommt ein Stäbchen drauf und auf das Stäbchen eine feste Masche. Also wieder abwechselnd ein Stäbchen, eine feste Masche, ein Stäbchen, eine feste Masche und das machen wir wieder die ganze Reihe so und ich zeige euch dann das Ende der Reihe. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen und die Reihe endet mit einer festen Masche und wir haben hier dieses Ersatzstäbchen, das sieht jetzt ziemlich klein aus, weil es heruntergedrückt wird. Es ist nur noch so ein kleines Ringlein und ihr braucht hier keine Luftmasche zu suchen. Ihr schaut einfach, dass ihr diese Lücke erwischt, also einfach um das letzte Stäbchen herum noch eine feste Masche machen. Das Ganze sieht so aus, ich zeige euch die Reihe noch ein weiteres Mal. Wir wenden wieder, wir beginnen immer mit 3 Luftmaschen und dann kommt immer eine feste Masche. Als nächstes dann ein Stäbchen, eine feste Masche, ein Stäbchen, also immer auf alle Stäbchen kommt eine feste Masche und auf die festen Maschen der Vorreihe kommen immer Stäbchen drauf. Immer abwechselnd ein Stäbchen, eine feste Masche und ich zeige euch auch das Ende der Reihe noch einmal. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen.
Die vorletzte Masche ist immer ein Stäbchen und dann seht ihr hier das Ersatzstäbchen aus der Vorrunde. Das ist so ein Ringlein geworden, weil es durch die feste Masche heruntergedrückt wird, und in dieses Ringlein hier häkle ich noch eine feste Masche. Und diese Reihe wiederhole ich jetzt die ganze Zeit, also es ist nur eine Reihe. Alle Reihen sind absolut identisch. Alle Reihen beginnen mit 3 Luftmaschen, dann immer eine feste Masche, ein Stäbchen, eine feste Masche, ein Stäbchen, und alle Reihen enden mit einer festen Masche in dieses Ringlein ganz am Ende. Und ich mache das bei einer Körpergröße von 161 cm, bis ich ca. 90 cm Gesamtlänge erreicht habe. Größere Damen können etwas mehr machen, kleinere Damen etwas weniger. Bei mir geht sich das genau mit einem Bobbel aus. Ich lasse nur ca. 5 Gramm für die Seiten- und Ärmelnaht übrig. Ihr müsst aber beachten, dass aufgrund der eingerechneten Reserve auch mehr als 5 Gramm des Bobbels übrig bleiben können. Und wenn ihr euer gewünschtes Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine 90 cm Gesamtlänge erreicht. Bei mir haben sich 108 Musterreihen ab der Passe ergeben. Die Zahl kann bei euch auch anders sein, aber sie kann euch als Orientierung dienen. Und jetzt nehmt ihr den zweiten gleichfarbigen Bobbel und macht genau das gleiche Teil noch ein zweites Mal und achtet darauf, dass sowohl die Passe als auch der untere Teil gleich viele Reihen haben. Messen allein ist zu ungenau. Beim unteren Teil zählt ihr am besten diese Rippen, das sind immer 2 Reihen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt und ich habe ein Teil jetzt so auf den Tisch gelegt, dass die schöne Seite nach oben schaut, und das erkennt ihr daran, wenn der Anfangsfaden rechts hängt, also der Faden, mit dem wir das Teil begonnen haben. Ihr erkennt es auch daran, hier liegen diese Stäbchenreihen tiefer und die Reihen mit den festen Maschen etwas höher. Und das zweite Teil lege ich ebenfalls mit der schönen Seite nach innen darauf, also dass bei beiden Teilen die schöne Seite innen ist, und bei diesem Teil hängt dann der Anfangsfaden auf der linken Seite. Und jetzt empfehle ich euch, die Seitennähte zunächst mit Klammern zu fixieren, also diese Ärmelnaht hier und die Seitennaht mit Klammern die Teile schön aufeinander fixieren, und dann sehen wir uns bei den Seitennähten wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Seitennähte fixiert und jetzt nehmen wir den Faden, den wir ja bei beiden Teilen dran gelassen haben, und schließen die Seiten- und die Ärmelnaht. Dazu hole ich mir den Faden hier ganz an der Ecke noch einmal durch. Mache noch ganz in die Ecke eine feste Masche und häkle die beiden Teile mit festen Maschen zusammen und schaut, dass es nicht zu viele feste Maschen sind, damit sich die Naht nicht wellt.
aber auch nicht zu wenige, damit sie sich nicht zusammenzieht. Und ich mache es immer so, ich hole den Faden immer ein bisschen herauf und masche dann ab. Also ich mache nicht ganz klitzekleine feste Maschen, sodass die Naht auch noch eine gewisse Dehnbarkeit erhält. Ganz wichtig, sie muss schön flach sein. Und ich schließe die Naht in einem durch. Hier genau schauen, unter dem Arm, dass das ganz genau stimmt, wo diese Teile aufhören und der Ärmel beginnt. Und hier habt ihr dann schöne Maschen, da ist es gar kein Problem. Hier immer Masche für Masche, die Naht schließen, und falls euch die dunkle Farbe hier des Fadens stört, könnt ihr dieses Teil auch mit einem hellen Faden schließen. Ich mache das jetzt in einem durch und dann mache ich die andere Naht und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Seiten und die Ärmelnähte geschlossen. Die Fäden habe ich schon vernäht hier auf den Seiten. Dann sind es am Schluss nicht mehr so viele. Und jetzt habe ich für den Ausschnitt folgende Vorbereitungen getroffen. Ich habe mir wieder die Mitte gesucht. Bei mir ist die Mitte eine Lücke, es kann aber auch eine Gruppe sein, das kommt darauf an, ob ihr eine gerade oder eine ungerade Anzahl an Grüppchen habt. Dies ist genau die Mitte, auf beiden Seiten sind gleich viele Gruppen. Dann habe ich von hier weg auf beide Seiten ca. 13 bis 14 cm hinüber gemessen, wieder die Gruppen gezählt. Bei mir sind auf beiden Seiten zum Beispiel 12 Grüppchen. Und bis hierher müssen wir die Naht schließen, und ich würde auch hier wieder ein paar Klammern anbringen, um die Naht zu fixieren. Dann immer von außen nach innen die Naht schließen, also wenn ihr diese geschlossen habt, das Ganze umdrehen und wieder von außen nach innen die Naht schließen. Ich schlinge hier ganz am Rand neu an, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche. Diese beiden Fäden könnt ihr gleich mit einhäkeln und häkle in dieselbe Öffnung noch eine feste Masche, und dann schließe ich Masche für Masche diese Naht bis zum Maschenmarkierer, und dann machen wir auf der anderen Seite genau das gleiche. Und für den Halsausschnitt lasse ich ca. 27 cm offen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auch die Schulternähte geschlossen, schon einmal alle Fäden vernäht, und jetzt werde ich einen Ärmel zunächst vorbereiten, und dazu nehme ich jetzt den dritten Bobbel, und für die Ärmel beginne ich wieder von innen nach außen, und wenn ich den ersten Ärmel gemacht habe, machen wir dann den zweiten gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe wie besprochen den ersten Ärmel vorbereitet, und zu eurer Orientierung, ich habe hier
13 cm gemacht, dieses Stück. Dieses Stück bei mir hat 14 cm, das heißt, im Moment hat mein Ärmel eine Länge von 27 cm. Und jetzt machen wir gemeinsam den zweiten Ärmel und da beginne ich wieder von innen nach außen, dass wir beide Teile hier in demselben oder annähernd selben Blau haben. Ich beginne unter dem Arm und zwar mache ich die erste Reihe auf der Innenseite. Das erkennt ihr hier an der Naht. Hier direkt neben der Naht schlinge ich neu an, verknote den Faden, steche in dieselbe Öffnung noch einmal ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann eine feste Masche in dieselbe Öffnung, dann gleich noch eine daneben und dann häkle ich nur noch um die Stäbchen herum, um die Randstäbchen, immer 2 feste Maschen. Diese Reihe, wo die festen Maschen sind, die überspringe ich, damit der Ärmel eingehalten wird. Also immer ums Randstäbchen herum 2 feste Maschen und das mache ich bis zur Schulternaht und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei der Schulternaht angekommen und auch hier häkle ich ganz in die Nähe der Naht noch eine feste Masche. Es kommt hier nicht auf eine mehr oder weniger an. Als Orientierung, bei mir haben sich 35 feste Maschen ergeben. Das kann bei euch auch anders sein, vor allem wenn ihr eine andere Größe habt als ich. Wichtig ist, wir brauchen auf der anderen Seite genau dieselbe Anzahl an festen Maschen. Also ich habe hier 35 und schaue, dass ich auf der anderen Seite auch auf dieselbe Zahl komme, damit wir über die ganze Runde drüber eine gerade Maschenzahl haben. Ich beginne also auch hier wieder ganz knapp an der Naht und mache auf der anderen Seite genau das gleiche, immer um die Randstäbchen herum 2 feste Maschen und am runden Ende schauen, dass ihr auf eine gerade Maschenzahl kommt und dass ihr vorne und hinten dieselbe Zahl habt und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen, habe auf beiden Seiten gleich viele feste Maschen. Insgesamt haben sich bei mir 70 feste Maschen ergeben und ich wende die Arbeit, ich häkle nicht in Runden. Das Muster eignet sich dafür nicht gut und deshalb häkle ich in Reihen und zwar im selben Muster wie hier bei der Passe und ich habe deshalb auf der Innenseite begonnen, damit wir wieder die Stäbchenreihen auf der schönen Seite haben, sodass sich dieselbe Struktur ergibt wie bei der Passe. Und ich beginne mit 3 Luftmaschen. Das ist wieder unser Randstäbchen und häkle wieder Zweiergruppen aus überkreuzten Stäbchen. Und hier in der ersten Reihe wieder gut schauen, dass ihr wirklich immer die 2 nächsten Maschen behäkelt, nicht aus Versehen doppelt einstecht, weil sich
hier die festen Maschen ein bisschen auseinanderziehen, ist das relativ schnell passiert. Ihr könnt es aber nachkontrollieren. Also ich habe ja 70 feste Maschen, 2 verbrauche ich für die Randstäbchen, bleiben noch 68. Das heißt, ich erhalte 34 Zweiergruppen und das könnt ihr euch ganz einfach mit eurer Zahl ausrechnen. Und ich häkle die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende muss eine feste Masche noch übrig sein. Hier kommt unser Randstäbchen hinein und wir wenden. Und die Rückreihe beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche gleich über dem ersten Stäbchen. Dann häkeln wir lauter feste Maschen über alle Stäbchen drüber und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Willkommen zurück. Ganz wichtig, auch auf das Ersatzstäbchen muss noch eine feste Masche drauf. Wir müssen immer wieder auf dieselbe Zahl kommen. Bei mir waren es hier 70 und darum müssen es auch hier 70 sein. Und auch die Anzahl der Gruppen bleibt jetzt immer unverändert. Das heißt, diese beiden Musterreihen, die wir soeben gemacht haben, werden jetzt wiederholt, bis ihr die angegebene Gesamtlänge des Ärmels erreicht habt, gemessen von hier, also von unter dem Arm gemessen. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe mein gewünschtes Maß erreicht, habe mit einer Reihe festen Maschen geendet. Bei mir sind das zur Orientierung 8 solche Mustersätze. Das kann bei euch auch ein bisschen anders sein. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, lasse circa 2 Meter Faden dran, ziehe den Faden durch. Und jetzt werde ich das Kleid umdrehen, dann schließen wir gemeinsam diese Naht und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich befinde mich auf der Innenseite des Kleides und jetzt schließe ich diese Naht. Dazu nehme ich den Faden, den wir dran gelassen haben, steche am Rand durch beide Teile durch. Hole den Faden durch, häkle zunächst eine Luftmasche, dann eine feste Masche in dieselbe Öffnung und dann könnt ihr immer um die Randstäbchen herum 2 feste Maschen machen und da, wo die Reihe mit den festen Maschen ist, immer eine feste Masche und schaut, dass die Reihen ganz genau übereinander stimmen. Also hier, wo die Stäbchen am Rand sind, mache ich 2 feste Maschen und da, wo am Rand feste Maschen sind, mache ich eine feste Masche. Und den zweiten Ärmel macht ihr genau gleich wie diesen. Und wenn ihr die Naht geschlossen habt, könnt ihr diese Fäden noch gleich vernähen. Dann drehen wir das Kleid wieder auf die schöne Seite um und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Im nächsten Schritt häkeln wir die Rüsche unten ans Kleid dran. Ich befinde mich auf der schönen Seite. Ich schlinge bei einer Seitennaht neu an. Also hier ist die Naht
und gleich daneben steche ich ein. Hole den Faden durch, mache einen Knoten, steche noch einmal in dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, den Faden könnt ihr mit einhäkeln und häkle in dieselbe Öffnung noch eine feste Masche und häkle jetzt zunächst auf jede Masche, die hier vorhanden ist, eine feste Masche drauf, bis wir einmal rundherum gekommen sind, und bei der Naht immer schauen, dass ihr möglichst nah an die Naht hinhäkelt, damit keine Löcher entstehen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Die Maschenzahl ist übrigens beliebig, ihr müsst auf gar nichts Acht geben. Einfach schauen, dass auf jeder Masche eine feste Masche ist und möglichst nahe zur Naht hin. Und jetzt schließe ich in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde, häkle 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen noch in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, sodass wir in dieser ersten Einstichstelle 3 Stäbchen haben, und dann häkle ich in jede feste Masche der Vorrunde 3 Stäbchen. Konsequent schauen, dass es immer 3 Stäbchen pro Masche sind, und das machen wir die ganze Runde so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen, habe in jede Masche 3 Stäbchen gehäkelt. Wir haben jetzt also praktisch lauter Dreiergrüppchen. Die sieht man jetzt noch nicht gut. Das dauert ein paar Runden, bis die gut sichtbar werden. Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir schließen zunächst in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens und häkeln eine weitere Kettmasche aufs nächste Stäbchen, also praktisch aufs mittlere Stäbchen des Dreiergrüppchens. Eine weitere Kettmasche, sodass wir uns auf dem mittleren Stäbchen des Dreiergrüppchens befinden. Hier starten wir wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln 2 weitere Stäbchen in dieselbe Einstichstelle, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, also alle auf das mittlere Stäbchen des Dreiergrüppchens. Dann lassen wir 2 Stäbchen aus, also 2 auslassen, dann sind wir wieder auf dem mittleren Stäbchen des nächsten Dreiergrüppchens, und da häkeln wir wieder 3 Stäbchen hinein. Wir lassen immer 2 Stäbchen aus, dann sind wir automatisch richtig auf dem mittleren Stäbchen des nächsten Dreiergrüppchens, und immer aufs mittlere Stäbchen kommen wieder 3 Stäbchen. Keine Luftmaschen dazwischen, nur immer 3 Stäbchen, angeordnet in Dreiergruppen, und immer aufs mittlere Stäbchen der Vorrunde, beziehungsweise immer 2 Maschen auslassen, und das machen wir die ganze Runde so, und dann
sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Jetzt erkennt man die Dreiergrüppchen schon sehr gut. Wir schließen die Runde immer gleich, und zwar zunächst eine Kettmasche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und dann eine weitere Kettmasche ins mittlere Stäbchen der Gruppe, damit wir hier auf dem mittleren Stäbchen weiter häkeln können. Hier beginnen wir wieder mit 3 Luftmaschen als Ersatz fürs erste Stäbchen und häkeln in dieselbe Einstichstelle alles über dem mittleren Stäbchen noch 2 Stäbchen dazu, springen wieder zur nächsten Gruppe und häkeln immer ins mittlere Stäbchen 3 Stäbchen. Und jetzt ist es nicht mehr schwierig. Wie gesagt, man erkennt die Gruppen jetzt schon sehr gut. Und ihr müsst nur immer in jede Gruppe wieder eine Dreiergruppe häkeln. Immer ins mittlere Stäbchen. Und der Rundübergang ist immer gleich. Also immer zuerst eine Kettmasche in die dritte Luftmasche und dann eine Kettmasche ins mittlere Stäbchen. Und diese Runde wiederhole ich so lange, bis mein Kleid die gewünschte Länge erreicht hat. Ich nehme an, das wird irgendwo zwischen 15 und 20 cm liegen. Am besten macht ihr irgendwann dann einmal zwischendurch eine Anprobe und schaut, wie lang ihr das Kleid haben wollt. Und ich häkle jetzt das Kleid auf meine gewünschte Länge und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 14 Reihen Rüsche gehäkelt. Insgesamt, bei mir sind das ca. 19 cm. Damit habe ich den dritten Bobbel genau aufgebraucht und unser wunderschönes Traumkleid ist fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude mit diesem traumhaft schönen Kleid und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Eure Karin aus dem Ländle.